Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Dass wir Holosun-Visiere gut finden, das wisst ihr ja. Aber wisst ihr auch, dass es von Holosun einen Magnifier gibt? Heute für euch der Holosun HM3X. Holosun ist in den letzten Jahren immer wieder gefragt worden, könnt ihr nicht mal einen Magnifier bauen? Ihr habt ja immer hier die tollen Optiken, aber Magnifier gab es bisher noch gar nicht. Das heißt, bisher musste man immer auf andere Hersteller ausweichen und Holosun selbst hat keinen im Angebot gehabt. Seit vorletztem Jahr gibt es den Holosun Magnifier. Wir haben ihn jetzt auch schon mal eine Weile im Test und wollten ihn euch deswegen auch mal jetzt hier vorstellen. Der HM3X, wie der Name schon sagt, ist ein Dreifach-Magnifier. Hier ist er schon mal verbaut, kommt hier in der Holosun-Verpackung. Ich zeige euch mal, was da noch so mit dabei ist. Ihr habt standardmäßig mit dabei einmal einen Schaumstoff, dann die Bedienungsanleitung, ein Putztuch, wie üblich, Schrauben und ein Riser. Den Riser habe ich jetzt schon verbaut, erzähle ich euch gleich was zu. Und ein Werkzeug. Das ist auf der einen Seite geschlitzt. Den Schlitz braucht ihr quasi hier zum Einstellen für die optische Linsenhöhe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was verstellt man hier denn, wenn da überhaupt kein Absehen drin zu sehen ist in dem Magnifier? Das bedeutet, ihr verstellt die Höhe des Absehens, wie das im Magnifier gesehen wird. Ja? Also egal, wie ihr den Magnifier eingestellt habt, auch wenn das Absehen ganz, ganz unten zu sehen ist, ihr trefft trotzdem, weil natürlich eure Optik eingeschossen ist. Ja? Das heißt, das Einzige, was ihr damit korrigiert, ist ein Schönheitskorrektur, nämlich dass das Absehen genau in der Mitte von der Linse zu sehen ist. Natürlich auch besser zu sehen, muss man sich nicht verrenken. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Das ist nur dafür da, um hier die optische Zentrierung zu schaffen. Zentrierung, schweres Wort. Okay, der Magnifier ist aus Aluminium gefertigt. Ihr habt hier eine Dioptrienverstellung, plus minus 3 Dioptrien. Wie schon gesagt, hier sind die Verstelleinheiten. Kommt schon gleich von Haus aus mit einer Flip-to-Side-Montage. Die ist auch drehbar für Rechts- und Linkshänder. Das heißt, ihr müsst hier quasi nur die Optik abschrauben, einmal drehen, also die Mount drehen, die Optik drehen wäre blöd, und dann wieder festschrauben und damit habt ihr dann das Ding auch nach links schwenkbar. Vom Mechanismus her, ihr kennt das vielleicht von anderen Magnifiern, da gibt es die verschiedensten Techniken. Man muss mal ziehen, man muss mal drücken, man muss mal, keine Ahnung was, auf ein Knöpfchen drücken gibt es auch noch, genau. Hier ist es einfach nur durch einen Widerstand gelöst. Das heißt, ihr könnt einfach das Ding zur Seite kippen und auch genauso schnell wieder zurückkippen. Finde ich ganz gut. Vor allem, es hält auch, also da wackelt nichts, beziehungsweise es geht nicht von alleine zur Seite. Das ist überhaupt kein Problem mit diesem Gerät. Das Gewicht des Magnifiers liegt bei 288 Gramm. Das ist wirklich relativ leicht für den Magnifier. Somit kommt man hier in der Combo auch ungefähr auf das Gewicht von einem Low-Power-Scope. Also das heißt, mit der Kombi ist man immer noch ein bisschen flexibler, wenn man auf Rotpunkt und Magnifier steht. Also ich bin da ein ganz großer Fan von, gerade weil ich eine Kreuzdominanz habe, ist für mich unmöglich mit einem 1 bis irgendwas Glas zu schießen. Deswegen für mich immer ein Rotpunktvisier und mit einem Magnifier dann halt für die größere Distanz. Von der Länge her ist er standardmäßig, also Standard für die Dreifach-Magnifier in der Größe von anderen Herstellern. Hier haben wir mal von EOTech, einen von den älteren Modellen. Das ist ein Dreifach-Magnifier ebenfalls. Ihr seht, von der Länge her sind sie fast identisch, nur die Breite ist etwas geringer. Ja? Auch die Knöpfe sind jetzt nicht so ganz so wulstig. Dafür könnt ihr die jetzt aber im Felde nicht bedienen. Ja? Es ist keine Möglichkeit, das hier zu verstellen. Mit dem Fingernagel ist zu viel Widerstand da, keine Chance. Das heißt, ihr müsst das mitnehmen. Oder auch nicht, wenn ihr nämlich mal das Manual lest. Das mache ich nämlich nie. Wir haben draußen gestanden im Wald mit dem Stefan und haben überlegt, wie wir jetzt da das Ding nochmal einstellen. Das hatten wir nämlich gerade vergessen, für diese Optik das nochmal nachzustellen. Und ja, was haben wir gemacht letztendlich? Wir haben dann hier vom Messer den Bügel ein bisschen verbogen, um damit dann die Optik umzustellen. Als wir dann wieder hier am Ort des Geschehens waren, haben wir festgestellt, da ist ja noch ein Schräubchen hier hinten. Ich klappe das mal mal so machen. Ich klappe das zur Seite. Dieses Schräubchen ist nämlich nicht zum Verstellen für den Widerstand hier vom Klappmechanismus, wie ich irrtümlich zuerst angenommen habe, sondern das ist einfach
ein klitzekleiner Schraubenzieher, mit dem ihr dann im Feld auch nochmal nachjustieren könntet, wenn ihr das denn wolltet. Also das ist wirklich ein cooles Feature, dass das Ding noch dabei ist. Man kennt es ja von den Holosun Optiken, dass da in den Türmchen bei der 503er Serie, dass da in den Türmchen auch ein Verstellmechanismus mit eingebaut ist. Aber für den Magnifier habe ich das noch nie gesehen, von daher finde ich das echt ein geiles Feature. Noch einmal zurück zur Montage. Normalerweise eine günstige Montage bei einem günstigen Magnifier ist in der Regel mit Schrauben angezogen. Finde ich jetzt nicht so schön, weil manchmal möchte man den Magnifier aus Gewichtsgründen einfach schnell runter haben. Und da ist hier bei Holosun auch gleich ein Schnellspanner mit dabei. Der ist auch hier fixiert. Das heißt, man kann nicht versehentlich diese Arretierung lösen. Da ist auf der Hinterseite ein Knöpfchen, da drücke ich drauf und dann kann ich den Hebel lösen. Das geht auch ein bisschen schwierig, aber das soll ja auch so sein, dass es sich nicht versehentlich löst. Und damit könnt ihr das Ding lösen. Picatinny-Standard ist klar. Was soll man dazu sonst sagen? Das ist die einzige wahre Lösung, wenn es um Optiken geht, auf der Waffe. Stichwort Picatinny. Natürlich muss man hier auch gucken, es gibt ja verschiedene Weiten der Schienen. Das heißt, man muss auch hier den Schnellspanner entsprechend einstellen können. Dazu ist auf der gegenüberliegenden Seite des Spanners hier der Torx-Einsatz. Das heißt, da habt ihr auch das Werkzeug für. Da könnt ihr hier entsprechend das ganze System nochmal fein justieren. Wenn ihr die Mount abmontieren wollt, beziehungsweise wenn ihr den Riser, von dem ich eben schon gesprochen habe, montieren wollt. Wie ihr hier sehen könnt, das ist das 510er Holosun Visier und da ist von der Höhe her, jetzt für die AUG ist es egal, aber bei der AR-15-Plattform spricht man von einer Lower Third Höhe. Das heißt, wenn Kimme und Korn eingesetzt werden, ist die Kimme und Korn ein bisschen tiefer als der Punkt, so ein Drittel quasi. Und in dem Fall muss man da mit einem Riser arbeiten, mit einer Erhöhung arbeiten. Standardmäßig ist der Magnifier nämlich absolut Crow-Witness von der Höhe her. Das heißt, der ist ein bisschen niedriger. Hier ist jetzt so eine Adapterplatte drin. Die lässt sich ganz einfach einbauen, ist auch mit dabei. Dazu auch entsprechend die längeren Schrauben. Hier in der Tüte sind jetzt die kleinen Schrauben. Und damit habt ihr dann den Magnifier auch für alle gängigen Optiken, egal welche Höhe ihr habt, außer die ganz neue Höhe, die es jetzt seit letztem Jahr gibt, diese Night Vision Höhe, habt ihr hier mit dem Magnifier ohne Probleme abgedeckt. Bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich der Augenabstand. Der ist hier bei dem Magnifier relativ im Mittelfeld, sage ich mal. Also es gibt Magnifier, die haben einen größeren Augenabstand. Es gibt aber auch welche, die sind deutlich darunter. Also ich habe wirklich schon Magnifier getestet, die hatten 2-3 cm, hier sind 6 cm. Also wenn ich jetzt hier durchgucke und scharf sehen will, das wäre jetzt hier der Abstand, den ich einhalten müsste, um alles scharf zu sehen. Holosun ist neu im Magnifier-Bereich, das heißt absolutes Neuland für die Company. Wir finden, dafür haben sie wirklich gleich mit dem ersten Entwurf, sage ich mal, oder mit dem ersten Produkt einen guten Wurf gelandet. Kompaktes, leichtes Gerät für einen fairen Preis. Also wirklich, da kann man eigentlich nicht mehr viel besser machen. Das Einzige, was ich vielleicht bemängeln würde, ist, dass die Montage selbst, also die Flip-to-Side-Montage, die ist zwar sehr gut, aber es gibt ja immer mal wieder Leute, die sagen, sie wollen eine andere Montage nutzen. Ich zum Beispiel bin ein großer 30 mm Freund von den Montagen, die einen 30 mm Ring nutzen, wie es auch bei Aimpoint im Einsatz wäre, könnte ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Aber das könnte ich mit einem EOTech halt auch nicht machen. Ja, von daher, einen Tod muss man sterben. In dem Fall ist hier die Montage nur für Holosun passend, also es gibt auch keine EOTech-Kompatibilität oder keine 30 mm Kompatibilität. Das ist hier eine eigene Lösung von Holosun. Ja, ihr bekommt den Holosun Magnifier bei holosun.de oder EU. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mit dem Magnifier schon mal auf der Range unterwegs wart, lasst uns wissen, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen weiteren Tag und sagen Tschüss, bis dann, macht's gut, bye bye.